Hallo zusammen und grüezi miteinander zu Nummer 20. Ja, und mehr Schweizerdeutsch geht bei mir einfach nicht. Und deswegen lieber ein Liverable oder ein Liberabel. So leid's mir tut, muss ich jetzt wieder auf Borisch umschnackeln. Deswegen grüß euch und Servus zur Nummer 21. Jetzt habe ich schon wieder die ersten zwei Clips vollgelabert. Also die zwei und der jetzt, die haben relativ gut überholt. Die Videos sind ja schon ein bisschen älter, weil wenn schönes Wetter ist, da fahre ich Radl und tue nicht am Computer die Videos verarbeiten. Und was mir so aufgefallen ist, dass ich ganz schön weit rechts gefahren bin. Also Leute, so weit rechts wie ich da fahre, das ist viel zu weit rechts. Ihr habt überhaupt keinen Puffer mehr, wenn irgendeiner knapp vorbeifahren muss. Deswegen bin ich eigentlich ganz rechts gefahren. Die anderen können ganz links fahren, dann ist der Abstand dazwischen optimal groß. Leider fährt halt nicht jeder so und dann habe ich mir halt meine eigene Sicherheit weggenommen, indem ich so weit rechts fahre, dass ich nicht mehr ausweichen kann. Beim Überholen bitte einfach ganz auf die andere Spur wechseln, dann passt es. Wenn man sich nicht traut, weil vielleicht der Kurven da ist, dann überholt man einfach nicht. Fertig. Eine kleinere Seitenstraße kann nämlich auch vorfahrtsberechtigt sein. Deswegen finde ich es gut, dass der stehen geblieben ist und mir auch durchlassen hat. Als ich das Bremsen angefangen habe, war der andere schon halbert auf der Gegenspur und wollte schon wieder überholen. Leid, wenn einer vor euch bremst, dann nicht einfach blind das Überholen anfangen. Ich bremse ja nicht ohne Grund. Der andere war aber schon in der Engstelle, oder? Ja klar war er in der Engstelle, hat ja extra Gas gegeben, den bläden Radlfahrer, den muss man ja nicht unbedingt durchlassen. Ist ja genug Platz. Wenigstens ist dann recht schnell zurückgefahren, hat mich durchlassen, aber dass da einmal eine Entschuldigung kommt, Handheben, irgendwie ein Lächeln oder sonst was, na, ist ja selbstverständlich, dass der Radlfahrer im Zweifel warten muss, gell? Ach ja, ein Schmutzstreifen. Das Ding hat man jetzt auch schon ein bisschen öfters. Leid, bitte, da gelten genauso 1,5 Meter und ich weiß, dass die Linienführung dazu verleitet, an der Linie entlang zu fahren, weil man denkt, der Radler hat eine eigene Spur. Aber bitte, es ist einfach 1,5 Meter vorgeschrieben und wenn man das nicht weiß, das schützt vor Strafe genauso wenig. Wir müssen da jetzt mal aufpassen, dass ihr nicht an uns hängen bleibt. Hab schon gedacht, der fahrt mir jetzt rein. Der blaue vom Parkplatz wird per Lichthupe reingelassen und genauso geht er miteinander. Ich sag's gern nochmal, auch hier gelten 1,5 Meter Abstand. Hätte er 5 Sekunden länger gewartet, dann hätte er gescheit überholen können. Ja, wenn die aufgegangen wäre, dann wäre ich unter die Radl gekommen. Also inzwischen fahre ich schon deutlich weiter links. Wer hat da jetzt Vorfahrt? 2 Radlwege? Ist da jetzt rechts vor links oder der schnellere Pfad? Oder wenn beide fahren, dann knallt's? Wie ist denn das da? Kinder sind unberechenbar. Zuerst tun sie am Boden miteinander, dann innerhalb kürzester Zeit können die loslaufen. Also bitte, wenn es an Kindern vorbeikommt, fahrt's langsam, bremsbereit und habt's die ein bisschen im Auge. Nach links hat er noch geschaut. Rechts hat er wahrscheinlich vor 10 Sekunden geschaut, da war er noch frei. Also kann man einfach rausfahren. Super, super. Da ist für mich dann natürlich Genugtuung, wenn dann ein anderer direkt vor ihm abbiegt und er dann abbremsen muss. Eigentlich habe ich jetzt schon Quer, aber natürlich muss ich erst einmal auf den abbiegenden Querverkehr warten.
das ist mal wieder ein richtig gescheiter Überholvorgang. Die zwei waren auch gut. Bitte ganz auf die andere Spur wechseln. Das kostet auch nicht mehr Sprit. Auf so einer schmalen Straße darf ein Radler nicht überholt werden. Punkt. Wenn einer hinter mir ist, dann lasse ich den an geeigneter Stelle auch gern vorbei. Das Problem ist nur, dass sie die meisten Ah super, jetzt habe ich mich selber mute gemacht. Naja, ein paar Videos habe ich aber noch. Das waren auch gewiss keine 2 Meter. Habe ich es leider verpasst, dass ich dann den Schlaglöchern ausweiche. Weil ich kann ja schlecht ausweichen, während einer das Überholen anfängt. Scheiß Viecher. Natürlich muss man schnell wieder überholen, obwohl man von der Position aus nicht einmal gescheit in den Wald reinschauen kann. Herrschaftszeiten, den vorhandenen Platz nutzen, nach ganz links fahren und gescheit überholen. Und du siehst doch da nichts. Nein. Ah, es geht doch. Und für alle, die jetzt noch nicht eingeschlafen sind, macht's es gut. Gute Nacht. Ah, na, sorry. Ich meine natürlich, macht's es gut, fahrt's vorsichtig und Servus.